Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkafts und willkommen zu einer neuen Folge von Rudolf. Kurz vorweg wieder einige Informationen für euch, die ja doch wichtig sind oder vielleicht wichtig sind. Also, Thema Rudolf und Buch, wir sind da ganzes Stück weitergekommen. Also die Lektoren, ich habe ja über 20 Leute haben sich ja gemeldet, ich habe jetzt 3 Stück ausgelost. Die 3 sind angeschrieben, einige haben auch schon die Arbeit aufgenommen und einige Sachen müssen jetzt abgestimmt werden. Also die ganzen Texte in das richtige Format zu pressen, also in das also deutsche Rechtschreibung, neue Rechtschreibung, Zeitform, also damit das alles perfekt ist. Das machen die Jungs jetzt für Rudolf auf jeden Fall Teil 1 bis Teil 65, was wir im Band 1 unterbringen wollen. Dann ein Grafiker hatte sich ja gemeldet bei mir, der Per, der ist da auch mächtig dabei, das Buchcover zu entwerfen, auch Granate. Also es geht mit großen Schritten voran, allerdings natürlich kommen auch die ersten Stolpersteine. Rechtlich gibt es da noch ein paar Probleme, das heißt also nicht, dass die Papiere, die ich damals kaufen konnte, irgendwie jetzt eingeklagt werden, sondern es gibt rechtliche Dinge, die man beachten muss, wenn man so ein Werk, nenne ich es jetzt erstmal ganz vorsichtig, veröffentlicht. So, da will ich jetzt aber auch nicht so tief reingehen. Wenn ich mehr weiß, wenn ich das alles durchdrungen habe und mich abgestimmt habe mit Leuten, die es noch besser wissen, dann erzähle ich euch das schon. Auf jeden Fall will ich sagen, wir sind auf jeden Fall gut davor. Und alle anderen, die sich gemeldet haben zur Unterstützung, immer noch vielen Dank. Wenn die Mails jetzt untergegangen sind in dieser ganzen Hacker-Geschichte oder so, habe ich ja schon mal gesagt, seid mir nicht böse, aber es ist echt viel, was hier passiert. Ob das jetzt auf dem neuen Kanal ist, den ich eingerichtet habe, also Barkaft 2.0, das seht ihr hier nochmal eingeblendet. Das ist jetzt der Backup-Kanal. Wenn mal was passieren sollte, geht auf den anderen Kanal und dann wisst ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal, was los ist. Der Kanal in der englischen Sprache läuft auch gut an. Da ist auch Bewegung drin, das funktioniert auch. Spotify haben wir jetzt über 300.000 Starts der verschiedenen Episoden gehabt. Instagram läuft auch super. Also man kann sich wirklich nicht beklagen. Das ist super. Und das geht auch alles nur, weil da so eine entsprechend super Community hintersteckt. Und das seid ihr. Und aus diesem Wege immer noch mal vielen Dank. 73.000 Abonnenten mittlerweile, über 20 Millionen Aufrufe der Videos, ist unfassbar, was hier läuft. Also ja, aus einer kleinen Idee wird hier Unglaubliches. Gut, ich werde nicht gute Unterhaltung sagen, das wurde mir jetzt schon zweimal angekreidet. Wir starten jetzt einfach mit dem Tagebuch von Rudolf und ich würde sagen, entspannt euch, macht die Augen zu und hört einfach zu. Bis dann. Tagebuch Ostfront in der Heimat. Die Tage ziehen dahin. Die Sinne, die man noch zur Verfügung hat, werden geschärft und man versucht mit den Ohren zu sehen. In dem Raum, in dem ich liege, sind noch 7 weitere Kameraden. Ich höre mir immer an, was gesprochen wird und versuche, die Stimmen der Männer zuzuordnen. Leider weiß ich noch nicht die Namen, aber mein Bettnachbar Johannes hat sich schon vorgestellt. Ich habe ihn gleich gefragt, ob er noch sehen kann. Er meinte, dass er nur ein Auge verletzt hätte und dass da eine Heilung wohl aussichtslos wäre. Wir verstehen uns ganz gut und er hat sich bereit erklärt, mir immer mal wieder etwas aus dem Völkischen Beobachter vorzulesen. Wobei man da sagen muss, dass es doch stark übertrieben ist, was dort geschrieben steht. Er selbst schmunzelt wohl auch immer über die Berichte der Luftwaffe und ihre Erfolge. Wenn es dann um die Ostfront geht, dann denke ich mir auch meinen Teil. Aber gut, die schlechten Dinge machen sich in der Presse sicherlich nicht gut. Johannes ist Flieger, also Unteroffizier in der Luftwaffe, und hat den Absturz seiner Heinkel überlebt. Ja, Flieger. Die Herren der Lüfte. Und ich bin ja immer begeistert, welche Freiheit man über den Wolken genießt, wie ein Vogel der Sonne entgegen, und weit unten zieht das Land vorbei. Da hört man nicht viel vom Krieg, und wenn man dann seinen Einsatz geflogen ist, geht es zurück zum Heimatfliegerhorst in das warme Casino. Nun, ganz so romantisch wäre das Fliegerleben nicht, schon gar nicht an der Ostfront, meint Johannes. Er erzählt viel von seiner Staffel, Angriff und Verluste, Erfolge und auch über viele gute Kameraden,
die am Feind geblieben sind. Ich frage ihn, wie er denn hierher gekommen wäre, aber er vertröstet mich auf später, um seine Geschichte zu erzählen. Mit den anderen Kameraden habe ich nicht viel zu schaffen gehabt. Und die tägliche Visite brachte auch noch keine großen Erkenntnisse. Auch heute wurde ich wieder untersucht, der Kopfverband entfernt und die Ärzte haben meine Augen untersucht. Auf dem rechten Auge ist es schon besser geworden. Nicht nur Licht, sondern ein paar Umrisse konnte ich schon sehen. Aber linkes Auge, da ist noch nichts zu wollen. Ich frage natürlich auch immer wieder, wie es steht, aber der Herr Doktor erklärt nur, dass man abwarten muss. Nennt dann einige Spezialisten, dann Augenkliniken und dass ich bald verlegt werden soll. Also noch nicht nach Hause, sondern in ein anderes Krankenhaus, wo mir besser geholfen werden kann. Mittlerweile gab es auch schon Post aus der Heimat. Meine Einheit hat Gudrun unterrichtet und sie hat mir geschrieben. Leider konnte ich es nicht selber lesen, aber Johannes hat es mir dann vorgelesen. 3-mal musste er ran, bis ich endlich Ruhe gegeben habe. Es war wirklich schön, etwas von zu Hause zu hören. Also Gudrun und den Eltern geht es gut. Das Baby wächst und gedeiht und alle sind froh, dass ich noch in einem Stück in die Heimat gekommen bin. Die Augenverletzung wurde wohl auch erwähnt, aber der Grad der Verwundungen nicht. Trotzdem habe ich mich gefreut und denke, dass ich in ein paar Wochen sicherlich nach Hamburg reisen darf. Oder reisen kann. Ich bitte den Johannes am nächsten Tag ein paar Zeilen für mich zu schreiben, damit die zu Hause auch wirklich wissen, was hier los ist. Ich gebe auch die Schwere der Verletzung wieder und auch, dass es sein kann, dass ich möglicherweise auf einem Auge meine Sehkraft nicht wieder erlangen werde. Alles Weitere wird sich dann finden. Als wir dann fertig waren, bitte ich Johannes von seinem Absturz zu berichten. Er stimmt zu, aber ich soll doch erst mal von meiner Verwundung erzählen. Ja, was soll ich sagen? Das werde ich nicht glorreich ausschmücken, sondern einfach erklären, dass ich ein Blödmann war. Dass ich es doch genau wusste und es eigentlich keinen Grund gab, den Kopf aus dem Turmlug zu stecken. Dafür hätte ich nun die Quittung bekommen und kann eigentlich von Glück sagen, dass ich meinen Kopf noch habe. Trotzdem halte ich es für unmöglich, dass es ein Panzerbüchsengeschoss gewesen war. Das hätte mein Fernglas nicht aufgehalten. Eher ein Gewehrschuss aufs Glas oder ein abgepralltes Panzerbüchsengeschoss oder ein großer Splitter. Bei der Wucht einer Panzerbüchse hätte das Fernglas nicht geholfen. Wir werden es nie erfahren. Wir plaudern weiter über Abschüsse und Kommandantenzeit, Verfehlungen und Ungerechtigkeiten. Ist also bei der Luftwaffe wohl auch nicht anders als bei der Panzertruppe. Nun fängt er auch endlich an zu erzählen. Er flog als Funker auf einer Heinkel 111 und war wie ich im Osten eingesetzt. Sogar in der Nähe von Charkow ist er geflogen. Immer da, wo Schwerpunkte waren, wurden die Bomber hinbefohlen. Oftmals wurden mehrere Angriffe pro Tag geflogen, da die Front immer näher an den Flugplatz rückte. An diesem schicksalsschweren Tag waren sie weiter nördlich im Einsatz und sollten Nachschubwege der Russen bombardieren. Auf dem Hinflug hatten sie schon Motorenprobleme, aber der Pilot wollte nicht wieder umkehren. Dann, 20 Kilometer vor dem Ziel, fing das Backbordtriebwerk an zu stottern und die Maschine wurde angewiesen, zurückzufliegen. Also drehten sie um und hatten dann ca. 30 Minuten, um wieder den eigenen Flugplatz zu erreichen. Als die Maschine dann weiter an Höhe verlor, wurden die Bomben auf freiem Feld abgeladen, da sich einfach keine Ziele finden ließen. Dann plötzlich kamen 2 Russenjäger aus den Wolken und versuchten, die Maschine abzuschießen. Glück für die Besatzung war, dass die beiden Piloten wohl etwas unerfahren waren. Gleich beim ersten Angriff konnte der Bomber den Russen ein paar empfindliche Treffer beibringen, sodass einer von ihnen qualmte und von der Heinkel abließ. Der andere Iwan ließ sich nicht so schnell vertreiben. 3-mal flog er an und dann traf er auch irgendwann den Steuerbootmotor. Damit war es nicht mehr möglich, nach Hause zu kommen. Langsam verloren sie an Höhe, aber der Russe hörte nicht auf. Noch 2-mal durchlöcherten seine Geschosse die Maschine.
Nur er und der Pilot waren noch am Leben. Und dann stürzte die Maschine ab. Der Pilot versuchte eine Notlandung im Niemandsland, aber es war wohl keine günstige Stelle zu finden. Die Landung klappte dann nicht und die Maschine zerbrach in mehrere Teile. Johannes wurde herausgeschleudert. Als er erwachte, war es schon dunkel und er hing in einem großen Dornbusch. Dabei ist auch sein Auge schwer verletzt worden. Er sah wohl aus, als ob er durch Stacheldraht gerobbt sei, es war aber nichts gebrochen. Dann versteckte er sich erstmal, so gut es ging, bis zum nächsten Morgen. Scheinbar war keiner auf die Idee gekommen, das Flugzeug zu suchen, und weit und breit war kein Mensch zu sehen. Also ging Johannes zum Flugzeugwrack und fand den Piloten in der Kanzel eingeklemmt. Er musste beim Aufschlag des Bombers tödlich verletzt worden sein. Die anderen Kameraden waren nicht zu finden. Also beeilte er sich, schnappte sich ein paar Sachen und etwas Verpflegung und versuchte dann, sich nach Westen durchzuschlagen. Das Gebiet war bewaldet und so konnte er gut vorankommen. Der Überlebenswille war groß, meinte er. Die ganzen kleinen Wunden waren nun nicht so schlimm, dass er es nicht hätte schaffen können. Viel Blut hatte er auch nicht verloren, aber alles schmerzte doch irgendwie. Nach 2 Tagen Marsch, dann meistens in der Nacht, hörte er in seinem Versteck Motorengeräusche. Er hoffte auf Deutsche, aber es waren natürlich Russen-LKW, die wohl zur Front fuhren. Konnte also nicht mehr weit sein, dachte er sich. Im Dunkeln schlich er dann weiter. Man konnte ab und an Gewehrfeuer und auch vereinzelt MG-Feuer hören. Die Richtung stimmte also. Nur jetzt noch durch die Linien schlüpfen. Irgendwann, beim nächtlichen Marsch, kam er noch an einer Russenstellung vorbei. Hier waren Mörser in Stellung gegangen und scheinbar schossen die auf die deutschen Linien. Also ging es weiter an den Roten vorbei und sehr vorsichtig schlich er durch die Nacht. Dann machte er eine Pause. Die Kräfte verließen ihn langsam, da die wenige Verpflegung nur für einen Tag reichte. Die Verletzungen, das Auge und der Wassermangel machten sich bemerkbar. Er lag in einer Kuhle und ruhte sich aus. Plötzlich ging neben ihm ein Feuerzauber los, scheinbar ein Spähtrupp der Russen, welcher entdeckt wurde. Ein wildes Gefecht spielte sich südlich von seiner Position ab. Leuchtkugeln stiegen und er konnte Deutsche und Russen im Kampfgetümmel erkennen. Als die Russen sich dann flink zurückzogen, dachte er jetzt oder nie. Er stürmte los, laut rufend, machte er auf sich aufmerksam und flitzte auf die deutschen Linien zu. Ein paar Kugeln pfiffen noch an ihm vorbei, bis er eine deutsche Stimme hörte, die lautstark den Befehl zum Feuer einstellen gab. Ein Feldwebel und ein paar Mannschaften schnappten sich Johannes und brachten ihn aus der Schusslinie der Russen. In einer kleinen Vertiefung wurde er erstmal genau betrachtet. Schnell war den Soldaten klar, dass sie einen Flieger unter sich hatten. Er wurde dann aus dem Niemandsland hinter die Frontlinie gebracht und einem Offizier übergeben. Hier bekam er erstmal was zu essen und vor allen Dingen Wasser zum Trinken. Der Herr Leutnant hörte sich die Geschichte vom Absturz an und später bekam der Funker die Anweisung, den Vorfall zu melden. Ein Sanitäter war vor Ort und verband die Wunden. Nur beim Auge konnte er nicht viel machen. Weiter ging es in den rückwärtigen Raum. Seine Einheit wurde unterrichtet und nach einer Nacht war auch schon ein Unteroffizier von seinem Fliegerhaus da, der ihn zurückholte. Trotzdem ging es wegen der Augenverletzung schnell zurück ins Reich, um zu sehen, was da noch zu machen war. Tja, und nun ist er hier, aber das Auge wird wohl keiner mehr flicken können, meinte er. Wir sprechen dann drüber, wie es ist, die Kameraden, also seine Besatzung zu verlieren. Ja, es war schon traurig, aber auch die Verluste der Luftwaffe stiegen immer mehr an und Kameraden kamen einfach vom Feindflug nicht zurück. Wir unterhielten uns in den Tagen viel und ich merkte, dass wir beiden schon irgendwie viele Gemeinsamkeiten hatten. Er fragte auch viel nach den Russenpanzern und wie man die zur Strecke bringen konnte. Ich wollte wissen, wie man sich in so einem Bomber gegen Jäger verteidigen kann. So hatten wir immer was zu besprechen und es tat mir gut, sich zu unterhalten. Ich denke, es müssen über 10 Tage gewesen sein, die ich schon hier bin. Und jetzt wollte man mich nach München in eine Spezialklinik für Augenverletzungen verlegen. Hamburg hätte mir aber auch gut gepasst. Also auch kein Heimaturlaub, die Augen waren jetzt wichtiger.
Ich verabschiedete mich von Johannes und wir versprachen uns in die Hand, uns zu schreiben, wenn es bei mir wieder möglich wäre. Ich wurde mit den anderen Verwundeten und einigen Genesenen in einen Zug gesetzt und hatte immer jemanden an meiner Seite, der sich kümmerte. Beide Augen waren noch immer verbunden, obwohl ich mit dem rechten schon deutlich mehr sehen konnte als noch vor Tagen. Trotzdem sollten sich die Augen erholen und ich nahm es so hin. München war nicht weit, aber durch die vielen ungeplanten Stops und umgeleiteten Züge waren wir erst in der Nacht angekommen. Vom Zug wurde ich in einen Wagen gesetzt und dann rumpelten wir bis zum Krankenhaus. Hier wurde ich dann genau nach Vorschrift aufgenommen, bekam einen Raum zugewiesen und eine Schwester half mir bei allen nötigen Dingen, bis ich dann erschöpft in meinem Bett landete.